große Freude, hier bei uns zu Gast Constantin Gourcy zu haben. Herzlich willkommen, liebe Constantin, zu uns in die Deutsche Bläserakademie bei der Sächsischen Bläserphilharmonie. Herzlichen Dank, dass ich hier sein darf. Dass du hier sein darfst, ist einfach nur so gesagt, weil eigentlich ist dieses Projekt auch dein Projekt. Sagen wir so, das ist gemeinsam entwickelt. Das Projekt ist gemeinsam entwickelt, als wir vor knapp 2 Jahren angefangen haben zu sprechen, was können wir machen, und dann wussten wir, dass dieses Jahr die 200 Jahre Jubiläumjahr ist für Griechenland, und so ist es dann, das haben wir gemeinsam mit eurem Chefdirigenten jetzt entwickelt. Also ist es nicht nur meins. Das ist auf jeden Fall ein tolles Programm, und alle, die anwesend sein werden, einen riesen Spaß haben. Das wird eine große Freude für Griechenland, für unser Land hier in Sachsen sein. Ja, also die erste Probe macht mir große Freude, und ich bin mir sicher, dass wir diese Freude auch übertragen werden im Konzert. Wie hast du dich hier bei uns gefunden? Wie lief schon die erste Probe? Also ich muss sagen, dass vorher war ich schon etwas aufgeregt, weil diesen Klang von dieser Besetzung habe ich nicht im Ohr. Ich habe noch nicht mit so einer Besetzung gearbeitet, das ist das erste Mal. Und es entwickelt sich so etwas Unbekanntes, aber gleichzeitig Großartiges, weil es ist so viel zu entdecken, von den Klangfarben, von den Instrumenten, auch optisch zu sehen, von wo kommt ein Klang. Und es ist zu bewundern, dass diese so separate Instrumente, Blechbläser oder Holzbläser, trotzdem alle zusammen einen gemeinsamen Klang haben. Und das fasziniert mich gerade. Welche Bedeutung hat für dich dieses Jubiläum und dieses Festkonzert? Das Jubiläum Griechenlands 200 Jahre hat eine vielseitige Bedeutung. Die Bedeutung, was ist Krieg, was ist Freiheit, wie der Mensch eigentlich gewohnt wird, in einer Kriegssituation zu sein, und wie er daraus kommen möchte, und auch die Ängste, die damit verbunden sind mit der Freiheit. Also Freiheit ist es nicht etwas, was ich erreiche und das war's, sondern etwas, was ich erreiche und dauerhaft bearbeite, weil das Thema Freiheit ist auch vielseitig. Man kann das so oder so sehen. Und für mich dieses Jahr war für meine persönliche Empfindung auch sehr wichtig, diese alle Fragen zu hinterfragen. Wie sehr sind wir unter einer Kriegssituation mit uns, und wie sehr wissen, was Freiheit bedeutet, was ist Freiheit, wie kann man sich frei fühlen, ohne den anderen zu verletzen, wie kann man die Freiheit auch ausstrahlen, und wie kann man durch Respekt und durch Bewusstsein, dass wir alle Menschen sind, mit anderen Kulturen auch zusammenzukommen. Das ist auch ein Freiheitsthema, was mich persönlich beschäftigt. Und ich bin sehr froh und dankbar eigentlich, dass wir dieses Jahr, dieses Jubiläum erleben dürfen. Eine große Faszination für uns ist, dass du ein Werk komponiert hast für diesen Anlass, für diese Besetzung, die wir haben. Transformation 21. Kannst du uns kurz 2, 3 Sätze zu dem Werk sagen? Erst einmal, das, was ich vorhin gesagt habe, dass die Besetzung im Ohr zu haben, das ist etwas, was mir Zeit gekostet hat. Und trotzdem darüber hinaus die Frage zu stellen, was dieses Stück sein soll. Und diese Transformation 21 ist eigentlich genau das, was ich vorhin gesagt habe. Wie merke ich oder wie empfinde ich, dass es etwas passieren wird von einer negativen Situation, und wie diese negative Situation entwickle ich und durchbreche
indem ich danach zu, sagen wir so, zu einer fröhlichen Melodie, die trotzdem, glaube ich, den östlichen Klang hat. Also das ist eine 4 Minuten, eine große Geschichte in 4 Minuten, die klanglich erzählt wird. Vielen, vielen Dank, dass du da bist und dass du mit unserem Orchester hier zusammenarbeitest. Ich freue mich auf das Festkonzert. Ich freue mich auch auf das Festkonzert und ich freue mich auch, dass ich hier bin und dass wir zusammen hier sein können und dürfen und auch mit dem Orchester diese Tage auch Neues entwickeln dürfen. Danke.